Was ist 3D-Lasern? Ihr wollt gekrümmte Oberflächen gravieren, wie dieses Holz oder diese Schale. Aber ihr wisst nicht wie und das Ganze kann man ja nicht wirklich in einen Rotari einspannen. Genau aus diesem Grund zeige ich euch heute, wie man gekrümmte Oberflächen ganz einfach mit dem neuen P2 von Xtool gravieren kann. Gekrümmte Oberflächenlasern ohne Rotari und das in dieser Top-Qualität, mega. Jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich von diesem Laser, von den anderen Lasern einfach nur so oder kennen mich noch gar nicht, lernen mich jetzt aber kennen. Heute geht es ja um das Thema 3D-Lasern. Ich nenne es einfach jetzt mal 3D-Lasern. Es ist eigentlich eine Gravur auf gekrümmten Oberflächen. Das kennen die meisten, einfach hier einspannen mit einem Rotari und das Ganze dann drehen lassen. Ja, stimmt, funktioniert, wenn das ganze Objekt einfach schön gerade ist. Aber wie mache ich das hier? Wie belaser ich so ein Holzstück und will da eine schöne Gravur drauf haben? Es ist ja eigentlich gar nicht möglich. Das geht nur mit dem neuen P2 von Xtool. Den habe ich ja schon vorgestellt, könnt ihr euch gerne das Video auch nochmal anschauen oder diese zwei Videos mittlerweile, könnt ihr euch gerne einfach nochmal anschauen, ich werde sie euch verlinken. Der hat ja richtig coole Features, dieser P2, und ein Feature ist genau dieses 3D-Lasern. Und das schauen wir uns heute mal genau an. Ich sage euch, wie das funktioniert und ob es funktioniert und wie gut es funktioniert. Wir machen jetzt in diese Schale eine schöne Rose rein und wir wollen auf dieses Holzstück genau die gleiche Rose einfach mal drauf machen, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert und wie gut es rauskommt. Allerdings müssen wir dazu erstmal ein 3D-Modell erstellen. Das müssen wir in der Software von Xtool machen und das zeige ich euch, wie das funktioniert. So meine Lieben, ich habe jetzt mal Creative Space geöffnet von Xtool. Ihr seht jetzt hier die Oberfläche. Diese Rose wollen wir auf dieses Stückchen Treibholz drauf gravieren in einer Liniengravur. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ein 3D-Gitternetz erstellen. Genau. Und dazu müssen wir jetzt erstmal die Oberfläche wechseln. Das heißt von der offenen Bodenplatte oder was auch immer in den Kurvenverlauf gehen. Jetzt öffnet sich ein Fenster, da seht ihr erstmal gar nichts. Und um das Gitternetz zu erstellen, müssen wir in die Kurvenmessung hier reingehen und es öffnet sich erneut ein Fenster. Da seht ihr jetzt zwei Punkte oder zwei Schritte, die wir machen müssen. Links oben und rechts unten müssen wir auf das Werkstück bzw. auf das Treibholz zwei Markierungen setzen, damit der Laser das Ganze messen kann. Dazu können wir dann den Abstand wählen im Endeffekt. Diesen Abstand, den können wir dann über diese Pfeiltasten das Ganze anwählen. Ihr seht, links oben ist der Laserpunkt und mit diesen Pfeiltasten gehen wir jetzt links, rechts und wie auch immer erstmal einen Abstand wählen. Erste Schritte, das ist gut. Dann können wir dann erstmal schneller hinfahren und dann würde ich dann vom Abstand runtergehen, dass wir genau Einstellungen gehen. Da gehen wir jetzt auf 5 mm, genau 5 mm und können dann einfach den Laserpunkt an die linke obere Ecke, wo ihr die Rose hinhaben wollt, praktisch da wird ein Kasten erzeugt und da fahrt ihr jetzt erstmal hin. Und wenn ihr dann da hingefahren seid, könnt ihr dann auf Markieren gehen. Dann haben wir den ersten Punkt markiert. Der Laser misst an der Stelle, macht ein Foto und dann macht gar kein Foto, sondern er misst einfach. Danach können wir dann den Abstand ein bisschen erhöhen wieder und auf die rechte untere Seite fahren mit dem Laser. Und dort müssen wir dann wieder einen Punkt setzen. Jetzt fahren wir erstmal dahin und setzen dann wieder eine Markierung und dann haben wir den Bereich, wo die Rose hin soll, haben wir dann einfach schon mal markiert. Und dann klickt man jetzt ein bisschen hinfahren, jawohl. Und jetzt machen wir jetzt einfach auf Markieren. Jetzt setzt er nochmal eine Marke und misst. Und jetzt kommt, wenn wir auf Weitergehen, die Einstellung der Messdichte. Also da können wir jetzt verschiedene Messdichten einstellen. Das heißt, umso mehr, umso besser. Aber es dauert dann auch ein bisschen länger. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen runtergehen. Das Treibholz ist nicht so wild. Deshalb machen wir da einfach 10 Spalten und Reihen 5. Und werden dann, oder machen wir 11 einfach. Machen wir 11. Und dann werden wir die Messung einfach mal starten. Und in der Zeit wird der Laser jetzt alle Messpunkte abfahren über das Werkstück und wird eine Messung
machen. Wird diese ganze speichern. Das dauert eine ganze Weile. Was heißt eine ganze Weile? Das dauert ein paar Minütchen und dann haben wir die Messung vollständig. Das werde ich jetzt mal vorspulen. Jetzt haben wir die Messungen fertig. Der Laser hat fertig gemessen. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt seht ihr hier gleich mal eine Fehlermeldung. Okay, das ist ganz normal, wenn man jetzt zu wenig Messpunkte setzt oder es ist einfach nicht in diesem Bereich, wo der Laser noch lasern kann. Aber ihr seht es jetzt hier, kann man das Ganze schon mal ein bisschen herscrollen und man kann das Ganze dann bewegen. Aber mit diesem roten Bereich, den wir hier haben, an dieser Stelle würde der Laser nicht lasern. Jetzt können wir erstmal auf Erledigt gehen. Und die Rose können wir jetzt in diesem Fenster, was der Laser jetzt gemessen hat, die Messpunkte, können wir die Rose erstmal anpassen. Dieses Kästchen, das habt ihr eingestellt. Das heißt, so groß könnt ihr die Rose machen, beziehungsweise ja, erstmal reinfahren und dann könnt ihr nochmal auf die Kurvenmessung gehen und dann seht ihr jetzt erstmal diesen roten Bereich. Ist die Rose im roten Bereich oder nicht? Da könnt ihr auf die Karte hier klicken und dann taucht diese Rose hier auf. Und wir sehen jetzt schon, wir können das Ganze bewegen. Und ihr seht es jetzt selber, dass wir hier links und auf der rechten Seite mit der Rose im roten Bereich sind. Das heißt, an dieser Stelle würde nicht gelasert werden. Jetzt gehen wir nochmal auf Erledigt und können die Rose nach euren Wünschen einfach nochmal ein bisschen anpassen, größer, kleiner machen, wie auch immer, damit ihr das Ganze ein bisschen hinschieben könnt und dann nochmal zu kontrollieren, in den Kurvenmessbereich zu gehen und das Ganze nochmal anzuschauen mit der Karte. Und jetzt sehen wir, hier sind wir draußen. Auf der anderen Seite sind wir noch ein kleines bisschen im roten Bereich, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir lassen das Ganze und probieren es aus, wie weit er in den roten Bereich reinlasert und ob es überhaupt funktioniert. Der Rest der Rose passt. Das Treibholzstück, seht ihr ja, es ist schon uneben. Wir können zwar noch die Ebenmäßigkeit einstellen und das Ganze, da können wir noch ein bisschen rumspielen, aber das brauchen wir jetzt momentan nicht. Ich lasse es jetzt einfach in der Mitte drin stehen und jetzt gehen wir auf Erledigt. Müssen natürlich dann noch die Gravurstärke einstellen. Das heißt, wir gehen jetzt dann auf die Rose und klicken einfach auf die Materialstärke. Die Leistung werde ich jetzt einfach mal, machen wir mal 15. Die Geschwindigkeit weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich probiere es mal mit 200, aber ich glaube, er wird automatisch runterschalten. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wenn ich jetzt da drauf klicke. Ja, er wird auch definitiv auf 100 runtergehen und jetzt gehen wir auf 13 Leistung und werden das Ganze jetzt einfach mal verarbeiten und werden das Ganze mal lasern und ich bin gespannt, wie das Ganze rauskommt. Jetzt kommt noch die Vorschau und dann werden wir jetzt mal schauen und ich zeige es euch gleich. Jetzt schauen wir uns mal die Liniengravur an. Also ich finde, die ist top rausgekommen und in der Krümmung drin echt super geworden. Auch da, wo das Blatt jetzt nicht graviert werden sollte, hat es jetzt trotzdem noch graviert. Ihr seht es ist trotzdem dieses Blatt hier drauf. Es war noch leicht im roten Bereich drin, aber das hat jetzt nichts ausgemacht. Was meint ihr dazu? Ich finde es richtig cool, um sowas zu gravieren. Jetzt wollen wir uns natürlich auch mal die Schale anschauen und dort diese Rose in diese Schale reingravieren. Jetzt habe ich noch ein anderes Stückchen probiert und zwar ein bisschen stärkere Gravierung drauf. Mit 20% bin ich jetzt gefahren und ihr seht auch, wie schön das wird in der Rundung.
Die Schale ist jetzt auch fertig und sie schaut mal richtig heiß aus. Die Gravur echt perfekt, muss ich sagen. Ich habe mich bewusst für eine Liniengravur entschieden. Ich wollte hier nicht so einen schwarzen Klumpen hier drin haben, deshalb nur eine ganz schöne, leichte, dezente Liniengravur. Und jetzt kommt's mal her, schaut's mal. Richtig cool. Und jetzt schaut's mal diese Rose an. Die schaut doch mal richtig toll aus in dieser Schale. Und ich muss sagen, diese Liniengravur gefällt mir auch ganz gut. Nicht, dass da so ein schwarzer Klumpen hier drin ist. Und so gefällt es mir besser. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und ihr seht, wie schräg die Schale auch ist. Live kommt es noch viel besser raus als hier auf dem Video, sehe ich gerade. Aber jetzt die Wölbung, man sieht die Wölbung schon. Und wie schön das sich hier reingraviert hat. Echt top. Boah, Wahnsinn! Ich habe jetzt gerade einen Extremtest gemacht auf diesem krummen, verzogenen Stückchen Treibholz und ich konnte sowas in der Vergangenheit nie gravieren, weil es kein Laser mitmacht. Und jetzt, ihr müsst es euch mal anschauen. Kommt's mal her. So, dieses Treibholzstück meine ich und ihr seht, wie verzogen das Ganze ist, verdreht innerlich und alles Mögliche. Also hier kann ich mit dem normalen Laser definitiv nicht drauf lasern. Und schaut mal diese krassen Huckel hier an, was da noch drin sind. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber jetzt müsst ihr mal selber zugeben. Das ist ja mal so gigantisch rausgekommen und er hat da wirklich jeden kleinsten Huckel hat der gemessen und hat es angepasst beim Lasern. Also echt richtig geil. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr sowas schon mal hinbekommen, so ein verzogenes und krummes Treibholz zu gravieren? Also ich bin jetzt mal so richtig positiv überrascht von dieser 3D-Funktion des P2. Also das funktioniert sowas von top. Also die Schale überhaupt kein Problem. Da muss ich sagen, schaut auch super aus und ich konnte sowas noch nie gravieren in solchen Mulden rein. Ihr wisst es ja selber, dass es nicht mit vielen Lasern geht oder ich kenne es gar keinen anderen, ehrlich gesagt. Und dieses Holzstück, ich kriege es ja nicht in den Rotari rein, kann es aber jetzt trotzdem belasern. Überhaupt kein Stress. Aber wo ich so richtig positiv überrascht war, das war dieses Treibholzstück. Das ist sowas von verzogen und uneben und sind da Huckel drin und alles Mögliche. Und es hat der P2 oder die Software so toll dieses Gitternetz erstellt. Je nach Punkte natürlich, die ihr abmesst, umso mehr Punkte, umso genauer wird es noch. Und das hat richtig toll funktioniert und ihr müsst ja selber zugeben, ich weiß nicht, kennt ihr einen Laser, der das genauso toll machen kann? Einen bezahlbaren Laser? Ja gut. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Schaut auch noch die anderen Videos vom P2 an. Die sind dann irgendwo verlinkt. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis zum nächsten Mal. Servus.